Herzlich willkommen zu meiner Tutorial-Reihe in C#. Heute geht es darum, die Variable, also den Wert, auf der Konsole zu schreiben und es dann in der Konsole ausgeben zu lassen. Erstmal schreiben wir eine Anweisung, dass er fragt, was wir eingeben sollen in der Konsole, also mit einem console.writeLine. Beispielsweise gib einen Autohersteller an. Danach deklariert ihr die Variable mit einem console.readline. Das sieht dann so aus. String Hersteller ist gleich console.readline. Das Readline hier ist dazu da, die Konsole anzuhalten, bis die Person eine Eingabe macht. Führt ihr das Programm aus, dann seht ihr, dass die Konsole anhält, bis was eingegeben wurde. Gibt etwas ein, so kann man die Konsole mit Enter wieder schließen. Beispielsweise Honda, klickt Enter, dann nochmal Enter und es wird geschlossen. Zu guter Letzt wird die Variable in einer Anweisung ausgegeben, also console.writeLine und wir geben ein Hersteller. So kann man sehen, dass der Hersteller in der Konsole ausgegeben wird. Führt das Programm aus, gibt einen Hersteller ein, drückt Enter und wir sehen Suzuki in der Konsole. Das Ganze wird mit der zweiten Variablen gemacht und dann wird eine Anweisung für die beiden Variablen geschrieben. Wir kopieren das Ganze hier oben und fügen es hier unten ein. Wir verändern das hier, die Anweisung. Gib das Automodell an. Der Hersteller wird zum Modell verändert. Und hier auch nochmal. Und zum Schluss schreiben wir console.writeLine. Hersteller plus Modell. Und führen das Ganze aus. Gib einen Autohersteller an, Mercedes. Gib das Automodell an, C-Klasse. Und wir sehen einmal hier Mercedes, die C-Klasse, das ist diese Anweisung hier. Und hier Mercedes C-Klasse, das ist diese Anweisung hier. Wir schreiben hier ein console.writeLine, dass wir das besser differenzieren können. Und bei Zahlen sieht das Verfahren etwas anders da aus. Erst wird die Anweisung geschrieben, damit wir wissen, was eingegeben werden muss. Also ein console.writeLine. Gib die erste Zahl ein. Für die Deklarierung der Variable schreibt ihr end Zahl1 ist gleich convert.toInt32 und console.readLine. Damit die Variable in der Konsole angezeigt wird, schreibt eine Anweisung mit der Variable Zahl 1, also console.writeLine Zahl 1. Das gleiche können wir mit der Variable Zahl 2 machen. Die Zahl 2 geben wir dann am Ende ebenfalls aus. Um es zu vereinfachen, kopieren wir Zahl 1 und fügen es hier ein und verändern hier, gibt die zweite Zahl ein und hier Zahl 2 und diese Variable auch in Zahl 2. Bevor ich das ausführe, wird das obere auskommentiert. Mit diesem Button könnt ihr mehrere Zeilen gleichzeitig auskommentieren. Dazu werde ich diese Zeilen markieren und hier oben klickt ihr auf den Button und es wird auskommentiert. Der Button nebendran kann es wieder rückgängig machen, so dass es nicht mehr auskommentiert ist. Wir lassen es aber auskommentiert. Klickt hier oben, um das Programm auszuführen. So könnt ihr nun die erste Zahl eingeben und die zweite Zahl. Nun schließt die Konsole.
Wenn wir allerdings ein Buchstabe oder ein Wort in der Konsole eingeben, dann wird uns das Programm ein Error anzeigen, weil wir ein Char bzw. String eingeben, obwohl wir den Datentyp int haben. Deshalb taucht auch ein Error auf. Siehe hier, er schmeißt uns diesen System.format_exception aus. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert und teilt meinen YouTube-Kanal. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao.